Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein Bastelvideo für euch für solche wunderschöne Papiertütensterne. Für diese Sterne gibt es eine Schablone. Die Schablone habe ich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und in meinem Video heute werde ich dir zeigen, wie auch du diese wunderschöne Papiertütensterne selber machen kannst. Lass uns gleich loslegen. Für die Tütensterne brauchst du meine Schablone, die du in der Videobeschreibung findest. Für diese Sterne verwendest du die Muster 1, 4, 5 und 7. Mit diesen Mustern sehen die zweifarbigen Sterne meiner Meinung nach am besten aus. Du benötigst außerdem weiße Frühstückstüten, rote Papiertüten, einen Bleistift, Kleber, eine Schere und wenn du magst, Glitzer sowie einen Pinsel, um ihn aufzutragen. Für die Sternmuster 1, 4 und 7 brauchst du jeweils 6 rote und 6 weiße Tüten. Für das Sternmuster Nummer 5 reichen 5 rote und 5 weiße Tüten. Der nächste Schritt ist bei allen Mustern gleich. Trage den Kleber so auf die Tüte auf, wie ich es im Video zeige. Nimm dann eine Tüte in der anderen Farbe, lege sie sorgfältig darauf und drücke sie gut an. Wiederhole das, bis du 5 Tüten zusammengeklebt hast. Das gilt für das Muster Nummer 5. Nun fängst du mit der anderen Farbe an und klebst wieder 5 Tüten auf dieselbe Weise zusammen. Ich finde, es ist einfacher, das Muster in 2 getrennten Blöcken aus 5 Tüten auszuschneiden, anstatt alle 10 Tüten auf einmal zu schneiden. Jetzt nimmst du die Schablone für Muster 5, schneidest sie aus und zeichnest das Muster auf die Papiertüten. Schneide es anschließend aus und wiederhole das mit den zweiten 5 Tüten. Nun werden die beiden Teile zusammengeklebt. Trage den Kleber wie im Video gezeigt auf, lege die Tüten ordentlich übereinander und drücke sie fest zusammen. Bevor ich die Enden verbinde, teste ich immer erst, wie der Stern aussieht. Wie schön dieser Stern ist. Ich würde sagen, es ist mein Lieblingsmuster, obwohl mir eigentlich alle gefallen. Jetzt trägst du den Kleber auf die Enden auf und formst den Stern, indem du die beiden Seiten zusammendrückst. Zuerst drückst du die obere Seite fest zusammen, dann drehst du den Stern um und wiederholst das mit der unteren Seite. Und voilà, der Stern ist fertig. Schau dir an, wie wunderschön er geworden ist. Für die anderen Muster wiederholst du die Schritte. Denk aber daran, für die Muster 1, 4 und 7 benötigst du jeweils 12 Papiertüten. Beim Ausschneiden des Musters mache ich gerne kleine Hilfsschnitte, um das Muster sauber und ordentlich auszuschneiden. Auch bei diesen Mustern klebst du erst 6 Tüten zusammen, zeichnest das Muster auf, schneidest es aus und klebst dann die beiden Hälften zusammen. Ich liebe alle Muster gleichermaßen und kann mich nicht für einen Lieblingsmuster entscheiden. Wie geht es dir? Hast du einen Favoriten oder fällt dir die Wahl auch schwer? Schreib mir gerne in die Kommentare. Wenn du magst, kannst du die fertigen Sterne noch mit Glitzer verzieren. Ich benutze dafür eine Glitzer-Acrylfarbe, die eine durchsichtige Basis mit Glitzerpartikeln hat. Trage den Glitzer mit einem Pinsel auf die weißen Teile auf und lasse alles komplett trocknen, bevor du weitere Schichten aufträgst. Dekoriere die Sterne ganz nach deinem Geschmack. Mit Glitzer funkeln die Sterne besonders schön im Sonnenlicht. Ich finde, sie sind wirklich zauberhaft geworden und freue mich, sie als Weihnachtsdeko zu haben. Ich hoffe, sie bringen dir genauso viel Freude wie mir. Ich hoffe, dir hat mein Bastelvideo gefallen. Meine Schwester meinte, dass die Papiertütensterne in so weiß-rot-Optik wie Zuckerstangen aussehen. Ich finde, die sind ganz toll geworden und ich hoffe, dass die dir auch gefallen werden.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Basteln. Die fertigen Sterne kannst du mit einem Locher lochen, wie ich auch gemacht habe, und dann so hängen, oder du kannst sie auch direkt auf dem Fenster mit Klebeband kleben, wie es dir am besten gefällt. Wenn dir mein Video gefallen hat und die Papiertütensterne gefallen haben, vergiss nicht, den Daumen nach oben zu geben. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen Bastelvideos und Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.